Neben sogenannten dynamischen Disziplinen, bei denen es wie in klassischen Rennserien darum geht, welches Fahrzeug am schnellsten ist, besteht die Formula Student zu einem Teil aus statischen Disziplinen. Bei diesen Disziplinen fährt das Auto nicht, sondern es werden beispielsweise vor Juroren aus der Industrie Konzeptentscheidungen verteidigt und erklärt, warum man das beste Gesamtkonzept des Autos ausgewählt hat. Diese Formula Student Events finden an 20 Rennstrecken überall über den Globus verteilt statt. Wir hatten so in vergangenen Jahren beispielsweise die Möglichkeit, uns mit international renommierten Universitäten in Michigan und Shanghai zu messen. Hierbei schnitten wir meist sehr erfolgreich ab. Und so führte uns unsere Reise letztes Jahr mit unserem autonomen Fahrzeug, dem KIT 22D, durch Europa. Genauer gesagt nach Tschechien und Ungarn, wo wir überragende erste und zweite Plätze in der Gesamtwertung abräumten. Ja, und genau diesen Erfolg möchten wir dieses Jahr fortsetzen mit der Fahrzeuggeneration, die wir Ihnen heute Abend vorstellen werden. Und so startet unsere Saison in knapp 2 Monaten in den Niederlanden bei der Formula Student Netherlands. Nach einer kurzen Verschnaufspause geht es dann nach Ungarn zur Formula Student East, ehe es nahtlos zum krönenden Abschluss der Saison an den Hockenheimring geht. Dieses Event ist für uns das Wichtigste, da es auf der einen Seite das prestigeträchtigste und kompetitivste Formula Student Event der Welt ist. Auf der anderen Seite ist es aufgrund der geografischen Lage für uns natürlich auch ein Heimspiel. Jetzt haben wir bereits einiges über die Formula Student gehört. Doch wir als KA Racing sind nur ein kleiner Teil der Formula Student. Trotzdem haben wir uns heute alle wegen KA Racing hier versammelt. Wir müssen darüber reden, was ist KA Racing. Was wir prinzipiell machen, haben wir Ihnen schon erklärt, nämlich Fahrzeuge für die Formula Student zu bauen. Aber was macht man da eigentlich den ganzen Tag? Um diese Fragen zu klären, müssen wir unsere Ursprünge betrachten. Seit wann gibt es KA Racing? Und wer sind wir? Unser Verein wurde im Jahr 2006 gegründet. Ich habe Ihnen hier mal ein Foto unseres damaligen Gründungsteams mitgebracht. Nur mal zum Vergleich. Das war Ihr heutiges Moderatorenteam im Gründungsjahr. Seitdem ist viel passiert. Nicht nur wir sind älter geworden und gewachsen, sondern auch der Verein. Neue Mitglieder kamen dazu, Sponsoren und es wurden viele Erfolge gesammelt. So begann unser Weg gleich sehr gut. Damals, 2007, hier am Hockenheimring mit dem Best Newcomer Award. Damals wurde unter dem Motto One Team, One Car ein Verbrennerfahrzeug gebaut. Und mit unserem ersten Verbrennerfahrzeug gleich dieser große Erfolg eingefahren. Dieser Erfolg bereitete uns einen guten Ursprung für viele weitere Erfolge. So ging es bei uns bereits 3 Jahre später mit dem nächsten großen Schritt weiter. Und zwar wurden damals erstmalig 2 Fahrzeuge gebaut. Zu unserem Verbrenner kam ein Elektrofahrzeug dazu. Seitdem hatte sich vieles getan seit der Gründung. Viele neue Mitglieder waren dazugekommen, Sponsoren waren dazugekommen und es wurden erstmalig 2 Rollouts gefeiert. Dabei lag der Fokus allerdings noch eindeutig auf der Verbrennerbaureihe. Diese durfte ihr Rollout pompös in einem Hörsaal wie dem Audimax feiern. Währenddessen musste die Elektrobaureihe in unserer halbwegs aufgeräumten Garage feiern. Und die Gäste mussten damals auf Plastikstühlen Platz nehmen. Und noch dazu kam, dass statt einem Catering-Konzept wie heute kurzerhand gegrillt wurde. Hatte aber eigentlich auch einen gewissen Charme. Nach diesem Jahr, in dem erstmalig 2 Fahrzeuge gebaut wurden, entwickelten wir unsere beiden Reihen weiter und bauten unter dem Motto One Team, Two Cars fortan immer einen Verbrenner und einen Elektro.
Das Ganze konnten wir so weit perfektionieren, dass wir es schafften, 2016 mit unserem Elektrofahrzeug den Weltmeistertitel abzuräumen. Danach standen wir vor einer großen Frage. Wie sollte es weitergehen? Der Verein suchte nach einer neuen Challenge, einer neuen Aufgabe. Und diese fand man darin, erstmalig 3 Fahrzeuge zu bauen. Zusätzlich zum Verbrenner und dem Elektrofahrzeug wurden damals erstmalig ein Driverless-Fahrzeug eingeführt. Trotz dieser Mehrbelastung, die auf das Team zukam, das fortan 3 Fahrzeuge betreuen musste, schafften sie es damals, viele weitere Erfolge einzusammeln. Allerdings mussten wir leider im Jahr 2019 aufgrund von äußeren Einflüssen wie Regeländerungen der Formula Student oder schließlich auch der Corona-Pandemie unsere Verbrennerbaureihe auf Eis legen. Dieser Schritt fiel uns nicht leicht, da wir uns weit von unseren Wurzeln entfernen mussten, aber er ermöglichte uns einen besseren Fokus auf unsere Driverless- und Elektrobaureihe. Diese konnten wir daraufhin in den folgenden Jahren so weit perfektionieren, dass wir inzwischen seit 2 Jahren mit unserem Driverless-Fahrzeug inoffizieller Driverless-Weltmeister sind und die Driverless-Kategorie dominieren. Unser aktuellstes manuelles Elektrofahrzeug, der KIT 21E, hält zusätzlich noch den Weltrekord im Skidpad. Das ist eine der wichtigsten dynamischen Disziplinen. Insgesamt konnte unser Verein so über die Jahre über 30 Podiumsplätze ergattern. Somit standen wir in jeder Saison mindestens einmal auf dem Podium. Nach genannten Erfolgen stellte sich für uns vor 2 Jahren die Frage, wie es weitergehen soll. Wir waren immerhin sehr stolz darauf, als nur eines von einer Handvoll Teams bis zu 3 Rennfahrzeuge pro Saison zu entwickeln und zu fertigen. Aber braucht man das? Ist es nicht viel sinnvoller, Kapazitäten und Fähigkeiten zu bündeln? Und deshalb entschlossen wir uns, in einem 2-Jahres-Konzept die Baureihen des Driverless mit dem Electric zusammenzuführen. Wir werden künftig somit wieder unter dem Motto One Team, One Car antreten. So wie wir das auch schon in unseren Anfängen taten. Dieses Kapitel beginnt heute Abend mit der Vorstellung des KIT 23. Aber gehen wir erst noch mal einen Schritt zurück. Wie ist es unserem Team überhaupt möglich, jedes Jahr ein neues Rennfahrzeug zu entwickeln? Einige von Ihnen kommen vermutlich aus der Automobilindustrie und wissen, dass Entwicklungszeiträume von bis zu 5 Jahren keine Seltenheit sind. Unsere Saison beginnt deshalb fest strukturiert mit der Konzeptphase. Durch starken Alumni-Support ist es unseren Mitgliedern möglich, jedes Jahr neue und hochtechnologische Konzepte auszuarbeiten. In der anschließenden Designphase werden diese dann designt und mittels verschiedener Simulationsprogramme und zahlreichen Festigkeits- und Strömungsanalysen dann validiert. Denn nur so können wir auch wirklich sicherstellen, dass die Teile letztlich so funktionieren, wie wir uns das Ganze auch vorgestellt haben. In der anschließenden Fertigung können dann alle unsere Mitglieder anpacken und ihre eigen entwickelten Bauteile ans Fahrzeug bringen. Wir sind hierbei sehr stolz, dass über 70% unserer Bauteile aus Eigenentwicklung stammen. Zudem ermöglichen uns unsere Sponsoren, von denen ich hier auch heute zahlreich welche im Publikum begrüßen darf, interessante Fertigungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel 3D-Metalldrucke hochkomplexer Bauteile und noch vieles mehr. Nach einer erfolgreichen Fertigungsphase folgt dann die Testphase. In über 500 Testkilometer testen wir unser Auto auf Herz und Nieren und lernen unser autonomes System ein. Diese Phase ebnet uns den Weg zum Erfolg, denn nur wer sein Auto auch wirklich kennt, kann in den Events bis ans Limit gehen.
Nach einer erfolgreichen Testphase stehen dann die Events an, die für uns das Highlight einer jeden Saison bedeuten. Um Ihnen hier einen etwas authentischeren und tiefgehenderen Einblick geben zu können, bitte ich 2 Alumni von uns auf die Bühne. Luca und Bach. Test. Gut. Test. Komm, so weit müssen wir nicht auseinander. Also vielen Dank an Jonas und Florian für die knappe Einleitung. Ich bin der Bach. Und mir bleibt nichts anderes übrig, als der Luca zu sein. Genau, also wie man da schon sieht, ja, gern. Wir haben schon ein paar Saisons zusammen eigentlich bestritten und einiges erlebt und eben auch von diesen besagten Events. Deswegen ist uns heute eigentlich auch ein Vergnügen, euch so ein bisschen da was zu erzählen. Und wir versuchen das Ganze in ein paar Bildern. Leider sind die Events eigentlich viel zu komplex, als das jetzt in 10 Minuten oder was uns gegönnt wurde, in Fülle abzudecken. Deswegen wird es eher so ein schwacher Versuch. Aber nichtsdestotrotz, es laufen genug von uns rum. Guckt einfach hinten auf den Rücken, steht eine Zahl drauf, alles ab 22 abwärts war schon auf Events, die dürft ihr gerne löchern und das macht ihr nachher auch bitte. Genau. Also so viel Zeit haben wir doch nicht, wo wir anfangen. Jo. Wo fangen wir an? Wir fahren in Karlsruhe an, da wo eigentlich alles bei uns angefangen hat. Aber wo genau in Karlsruhe? Am Campus Ost in der Rientheimer Querallee 2, das dürft ihr euch alle merken, weil da kommt ihr hoffentlich mal vorbei. Und wieso dieser Ort? Genau, da heißt für uns, vor jedem Event, ich packe meinen 40-Tonner und nehme mit, was reinpasst. Ja, das kann viel sein. Beachten gibt es da eigentlich nicht so viel. Ist eigentlich alles eine Frage der Koordination, der Abstimmung und first things first. Also hier gilt es, effizient Hand anzulegen. Koordination ist alles. Natürlich kann man die effiziente Füllmenge so eines 40-Tonners noch ein bisschen steigern, indem man seine Verladungscrew ein bisschen brieft. Tetris ist da eigentlich eine ganz gute Übung. Das fördert das räumliche Denken und dann sehen die nicht so planlos aus, wenn die da von hinten immer reinstopfen. Das wäre es eigentlich alles. Eins wäre noch das richtige Auto mitzunehmen. Ist manchmal nicht so leicht. Aber wir gehen öfters mal mit mehreren Autos auf Events. Solange man das Richtige dabei hat, dann schadet es nicht. Ja, genau. Aber wo man mehr falsch machen kann, ist, glaube ich, beim Cam-Aufbau. Und zwar, das kann eigentlich sehr idyllisch werden, aber wenn man nicht darauf achtet, kann sich das sehr auch schnell mal werten. Ist der Ton weg? Also stellt euch jetzt mal ziemlich lautes Regen vor, bisschen fluchen, viel fluchen, aber ein bisschen Gelächter ist auch dabei. Ja, also die haben sich das richtige Zelt ausgesucht. Genau, was nämlich die Lessons learned aus Ungarn damals war, so ein Zelt ist kein Ikea-Bauschrank. Wenn da nachher noch Bauteile übrig bleiben, so Heringe und sowas, die gehören dazu und die sollte man reinschlagen. Also natürlich gibt es noch die Option Freiluft-Übernachtungen, aber es muss nicht unbedingt sein. Geht auch anders. Es kann auch mal sein, dass ein Zelt kaputt geht und ein Loch hat, aber wenn man ja gut gepackt hat, hat man ausreichend Coroplast, also das ist das fancy gelbe Tape, das eigentlich ohne das geht an der Formula Student nichts, dabei und dann ist das Zelt wie neu. Eigentlich. Ja, also spannend. Kann aber auch die Stromversorgung sein. Also schau einfach niemand so eine Elektronik, was nicht von einem selber gefuscht wurde. Und zwar, also es uns auch durchaus vorkommen, dass auf dem Campingplatz solche Stromkästen einfach falsch angeschlossen sind. Und das ist leider nicht so einfach zu merken. Und zwar erst, wenn man beim Angriff an den Kühlschrank immer hin und wieder gebisselt wurde. Das ist aber gar kein Problem für unsere ESOs, die immer gut mit Multimeter und Spannungsprüfer auch gestattet sind. Genau, ESO ist ein gutes Stichwort.
Diese ESO steht für Electric System Officer und das ist eine ziemlich wichtige Rolle bei uns, weil wir sicherlich aufgepasst habt, seit 2020 bauen wir eben nur noch elektrische Fahrzeuge und die ESOs sind eigentlich die Verantwortlichen, ohne die darf man dann nichts dran tun. Aber ESO darf nicht jeder sein, kann auch nicht jeder werden, das ist auch gut so, weil sonst wäre das mit dem Stromkasten nicht so eine gute Idee. Aber so in so einem Team gibt es noch viele andere wichtige Rollen, die es eigentlich abzudecken gibt, ohne die einfach so ein Event nicht läuft. Man kann sich vorstellen, wir brauchen noch ein paar FahrerInnen. Rennautos, ja, fahren sich, okay, in unserem Fall ist es ein schlechtes Beispiel, die fahren auch bei uns alleine, aber in der Regel nicht. Wichtig sind auch die Schieber. Wer schon mal in Ungarn war, am Hungaroring, weiß, es geht schon mal steil hoch, deswegen die müssen da schon ein bisschen fit sein und kommen ins Schwitzen, aber dafür haben wir unsere Zeltträger. Die gucken auch, dass eben die Schieber zum einen halt im Schatten stehen, aber auch, dass das Fahrzeug keinen Sonnenbrand bekommt. Vorne ist schon ziemlich gelb geworden, aber das ist wichtig. Und was man sich auch noch vorstellen kann, so ein Team, das sind viele am Rande des Wahnsinns. Wenn die hungrig sind, ist es noch viel schlimmer, deswegen haben wir unsere Meisterköche hier. Die sorgen einfach, dass es einem rundum gut geht. Genau. Also wir haben doch viel gemacht, also Cam aufgebaut, alle Funktionen im Team sind auch geklärt. Könnte man jetzt losgehen mit dem Event? Fast, oder kommt drauf an, mit was man loslegen will. Für uns heißt es immer dann Scruti. Scruti steht für Scrutineering, ist ein recht umfangreicher Begriff, also es steht einmal für Scrutineering, aber auch die Person, die es durchführt. Wie es gleich aussieht, sehen wir gleich. Man kann sich vorstellen wie die TÜV-Untersuchung, aber ich mag den Begriff aus persönlichen Gründen nicht so. Das ist ein kleiner Insider, keine Sorge. Wir sammeln aber nicht einen Sticker, sondern mehrere Sticker für jede Untersuchung oder jede Prüfung, in der wir zeigen müssen, dass unser Fahrzeug eben sicher ist, immer schön nach den Regeln gebaut, kriegen wir so einen Sticker, wenn alles gut gelaufen ist. Und da gibt es recht viele von diesen Untersuchungen. Genau, also unter die Lupe genommen wird tatsächlich alles. Da zum Beispiel oben links sieht man, das ist ein mechanischer Scruti, wo geschaut wird, so grob gesagt, ob das Fahrzeug schon beim Anschauen auseinanderfällt oder der Fahrer so einen Crash überlebt. Da in der Mitte sieht man so einen Akku-Scooty oder auch Elektrik-Scooty, wo geschaut wird, ob der Fahrer unter Umständen auch gegrillt wird. Also das Gleiche gilt für Renntests, also Strom und Wasser sind eher keine guten Freunde. Dann gibt es auch noch den Clean-Test, also hier wird geschaut, ob das Fahrzeug mal umkippt oder ausläuft. Und weil man ein Auto fährt, und zwar ziemlich schnell fährt, ist ja auch von Vorteil, wenn man auch mal bremsen kann. Das wird dann genau nachgewiesen bei dem Brake-Test. Genau. Und ist eigentlich ganz witzig, also je nachdem, wie gut man vorbereitet ist. Ich kann euch eins sagen, so ein Akku-Scruti, so, ich habe leider nur einen Laserpointer, also konzentrieren wir uns auf den hier. Mit den Handschuhen, das ist schon eklig, das ist schon eklig. Da habt ihr den ungarischen Monsum in den Handschuhen auf jeden Fall. Genau. Das wäre es eigentlich zu den Scrutis. Man läuft da durch, holt sich seine Sticker ab im Idealfall, diskutiert ein bisschen, argumentiert, diskutiert wieder und irgendwann hat man das. Genau. Aber jetzt hat man schon gesagt, die Formula Student ist irgendein Wettbewerb, irgendwie war das noch nicht so wettbewerbmäßig. Irgendwo kann man sich messen gegen andere Unis. Dafür haben wir mehrere verschiedene Sachen. Zum einen die Statics, da wird noch eine nette Kollegin, gute Freundin noch ein bisschen näher drauf gehen, auf ein paar. Was man hier links zum Beispiel sieht, ist das Engineering Design. Das ist für jeden eigentlich Technikfreak oder ja, technikaffine Person the place to be, wenn man das so sagen soll. Wo man einfach zeigt, okay, was man technisch drauf hat, muss man seine Konzepte oder Berechnungen, wenn man sie hoffentlich gemacht hat, verteidigen und erklären. Ist echt cool, weil man eben auf höchstem Niveau eigentlich zeigen kann, was man kann. Ähnliches, aber in ein bisschen anderen Licht, haben wir eben den Cost Report hier oder den Businessplan hier. Da wird es eher aus einer ökonomischeren Sicht betrachtet, also der wirtschaftliche Bereich, wo man einfach guckt, hey, wie komme ich überhaupt zu diesem Produkt? Also welchen Produktionszyklus habe ich denn? Die Entscheidung auch, wir hatten es mit den Bauteilen, wie viel wir selber machen, hey, ist es überhaupt notwendig? Wäre es nicht geschickter, einfach das zuzukaufen? Auch im Sinne von, hey, wie teile ich meine Manpower ein und so weiter. Das wird alles da beleuchtet, ist ein komplett anderer Ansatz, aber auch ziemlich spannend.
Und im Businessplan ist es schon, man muss sich so ein fiktives Konzept ausdenken, ist sehr kreativ, aber hier gilt es vor allem, schlüssig zu sein, detailliert zu sein und man kann sich da ziemlich austoben. Und für die Besten allen geht es in die Finals, was auch recht cool ist. Hier zum Beispiel in Ungarn stand man einfach auf dem Hungaroring abends und wirklich mit den anderen Top-Universitäten und Hochschulen da zusammen wirklich auf hohem Niveau zu zeigen, was man kann, ist was, das man einfach nicht so oft erlebt. Genau. Also danach kommen die Dynamics-Events. Also die Dynamics sind eigentlich schon die mit dem Highlight von dem Event. Wie man hier auf dem Bild sieht, unsere Alumni geben einfach Vollgas für den Pokal, aber anscheinend mit dem falschen Auto. Wenn man dort mit dem richtigen macht, dann wird es noch viel geiler. Also ein Jahr lang hat man geschuftet und genau in diesem Moment kann man endlich zeigen, was man vom Papier auf die Strecke gebracht hat. Und zwar, es gibt hier nämlich 4 Teilwettbewerbe. Genau, also das war gerade eben Acceleration, also wie der Name schon sagt, man muss, also der Fahrer muss oder manchmal auch nur das Auto einfach auf eine 75 Meter Strecke Vollgas beschleunigen. Das Ganze kann man aber auch in der Kurve machen, und zwar beim Skipad. Also der Track von Skipad besteht aus 2 identischen Kreisen. Hier darf man nicht mehr so einfach Vollgas geben, sonst fliegt man weg vom Track. Genau, da sind die Controller ziemlich wichtig. Die Sau richtig grau lassen kann man beim Autokurs. Also hier heißt es einfach auf einem Rundenkurs die beste Rundenzeit abzuliefern. Dem einen oder anderen mag wahrscheinlich aufgefallen, dass da kein Fahrer drin ist. Das ist ja richtig, denn es ging hier um einen Autokurs mit unserem driverless Auto, also Kit 22D, also vom letzten Jahr. Und am Ende abgeschlossen wird Dynamics mit dem Endurance. Also hier zählen nicht mehr die eine schnellste Runde, sondern welches Team über die Dauer von 22 Kilometer konstant und zuverlässig fährt. Also gewinnen kann nämlich nur wer zu Ende fährt, was tatsächlich nicht so einfach ist. Dafür braucht man diese FahrerInnen zum Beispiel. Ja, und so ist eine Woche eigentlich relativ schnell rum. Es gibt noch vieles, das wir eigentlich nicht zeigen sollten, was noch passiert. Was wir noch zeigen sollten, wäre eben, was am Ende ansteht. The driverless champion of Formula Student East 2022 is KA Racing Driverless! Ja, es war die Siegerehrung. Genau, aber die Events sind noch viel mehr als nur die Sieger oder Gewinn. Deswegen kann man alles nicht abdecken ich glaube, wir sind schon drüber, den 10 Minuten. Ja, die muss man einfach noch kurz sagen, die Formula Student und die Events sind einfach noch viel mehr. Also man lernt da wirklich viele Freunde kennen. Ich kenne hier wirklich aus sämtlichen Städten und Ländern tatsächlich Leute, mit denen man sich immer trifft, überall. Es ist einfach eine Gemeinschaft, die ist wirklich einmalig, auch wenn man gewinnt oder verliert. Soll man einfach nochmal gesagt haben. Und wie gesagt, sucht die Leute auf mit den Shirts, die sind immer gern bereit, euch tot zu reden. Ja. Vielen Dank. Danke euch beiden. Das Ganze hier, was ihr jetzt gesehen habt, würden wir aber nicht alleine schaffen. Deshalb bedanken wir uns für die finanzielle Unterstützung, die Fertigungskapazitäten und den Wissensaustausch, den wir jede Saison erhalten. Das Ganze stärkt nicht nur den Verein, sondern hilft auch uns persönlich, gestärkt aus dem Projekt KR Racing herauszugehen.
Ein entscheidender Faktor für unseren Erfolg ist auch die Infrastruktur, inklusive eigenem Testplatz, die wir hier am KIT nutzen dürfen. Das Ganze ist in der Formula Student absolut nicht selbstverständlich und wir sind uns sehr bewusst, wie viel wir dem KIT zu verdanken haben. Deshalb freue ich mich besonders, heute den Vizepräsidenten des KIT, Herrn Professor Dr. Wanner, auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Ja, liebe aktive und ehemalige Mitglieder des KA Racing Teams, liebe Studierende, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Sponsoren und Sponsorinnen, meine Damen und Herren, es ist mir eine riesige Freude, heute hier eingeladen worden zu sein und für das Präsidium ein kurzes Grußwort an Sie zu richten. Ich bin selbst seit ungefähr 20 Jahren am KIT und komme selbst aus dem Maschinenbau und kann mich noch sehr gut erinnern an die Situation, die vorhin in dem ersten Video gezeigt wurde, als eine Handvoll Studierende ungefähr vor 17, 18 Jahren an das Kollegium, das damalige, herangetreten ist mit der Vorstellung, an diesem Wettbewerb Formula Student teilzunehmen. Das war damals am KIT, damals hieß es noch gar nicht KIT, das war noch die Universität Karlsruhe. Damals war das ganze Format noch völlig unbekannt, aber die Studierenden hatten davon gehört und mit leuchtenden Augen davon berichtet und die Begeisterung war vom ersten Moment zu spüren und es wurde ja vorhin auch gezeigt, dass schon mit dem ersten Fahrzeug, das 1,5 Jahre später dann an der Formula Student Germany in Hockenheim teilgenommen hat, schon ein beachtlicher erster Erfolg als Best Newcomer gefeiert werden konnte und von da an, das wurde ja hier schon gezeigt, ging es immer weiter und immer aufwärts. Das Team wurde immer größer, immer komplexer, die Aufgabenstellung immer größer und ich kann mich noch gut an dieses erste Fahrzeug erinnern, das hier auch gezeigt wurde. Ich glaube, er wurde Nasenbär genannt, weil er so aussah wie ein Nasenbär und hat wirklich mit diesem Fahrzeug, das wahrscheinlich jetzt hier drunter zu finden ist, wenig zu tun, aber damals schon ein riesiger Fortschritt für diese kurze Entwicklungszeit. Ja, wenn Sie jetzt im Publikum darüber nachdenken, ob Sie da mal mitmachen wollen, kann ich Sie wirklich nur ermuntern, weil man bei diesem Projekt oder bei dieser Arbeit dieses Teams, wie das hier auch gezeigt wurde, unglaublich viel noch dazulernen kann, jenseits dessen, was wir hier am KIT unterrichten. Und das ergänzt sich natürlich auch prima und passt super zu unserem Leitbild. Unser Ziel ist es, Studierende mit einer soliden wissenschaftlichen Ausbildung und mit überfachlichem Kompetenzerwerb für vielfältige Aufgaben vorzubereiten und vor allem darauf vorzubereiten, Verantwortung zu übernehmen und lebenslang lernfähig und entwicklungsfähig zu bleiben. Und da ist das wirklich, was man in diesem Team hier lernen kann, eine ganz, ganz tolle Bereicherung. Dazu möchte ich auf jeden Fall auch vielen herzlichen Dank sagen. Ja, bevor ich es vergesse, noch eine zweite Empfehlung möchte ich geben. Wenn Sie Zeit haben im August, fahren Sie nach Hockenheim und schauen Sie zu. Ich habe das selber ein paar Mal gemacht in den letzten 17 Jahren und war immer wieder begeistert, diesen Formula Student Germany Wettbewerb zu verfolgen. Das ist ja hier vor der Haustür, man kommt leicht hin. Also fahren Sie mal dahin, schauen Sie zu, den Termin werden Sie sicherlich hier leicht erfahren können. Soviel ich weiß, immer im August. Gehen Sie dahin. Ja, und damit möchte ich zunächst mal Danke sagen dem Team KA Racing für alles, was in den letzten 17, 18 Jahren gelaufen ist und natürlich dem aktuellen Team auch gratulieren zu dem, was jetzt bis hierher erreicht wurde und viel Erfolg wünschen für die kommende Saison. Ich möchte aber auch danken den vielen Kolleginnen und Kollegen hier am KIT, die dieses Team
jedes Jahr unterstützen, danken den Sponsorinnen und Sponsoren, ohne deren finanzielle und ideelle und vielfältige Förderung dieser Wettbewerb oder die Teilnahme an diesen Wettbewerben nicht möglich wäre. Und nun wünsche ich Ihnen noch einen tollen Abend. Ich habe die erste Hälfte schon sehr genossen, bin gespannt, was noch kommt und auch natürlich gespannt, was unter diesem schwarzen Tuch dann später zu finden wird. Einen schönen Abend, Dankeschön. Ja, vielen Dank nochmal von uns und ich hoffe, Sie können das in einem ruhigen Moment genießen. So, vielen Dank, Herr Wanner, für Ihre kurzen Einblicke, auch in Ihre Vergangenheit mit unserem Verein. Aber ein genauso großer Dank geht natürlich an alle unsere anderen Sponsoren, die dieses Projekt so erst möglich machen. Besonders herausstellen möchte ich dabei heute die Firma Schaeffler. Die Firma Schaeffler ermöglicht diesen Abend heute in der Form, wie wir ihn hier abhalten können. Wir betreiben seit vielen Jahren eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit Schaeffler. Und deshalb freue ich mich auch besonders, heute Herrn Kohl, den Global Head of System Test Field E-Mobility von Schaeffler, auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Ja, vielen Dank, Jonas. Einen schönen guten Abend. Liebe Gäste, liebes Team von Car Racing, auch mir ist es eine ganz besondere Freude, hier ein paar Worte sprechen zu dürfen. Und ich muss zuallererst sagen, ich bin wirklich beeindruckt, welchen Zulauf der Rollout hat, aber vor allen Dingen auch welches Level an Professionalität, was ihr hier auf die Beine stellt, ist wirklich ganz großes Kino. Und das darf ich sagen, weil ich selbst auch vor einiger Zeit aktiv war in der Formula Student. Es ist mittlerweile 12 bis 14 Jahre her, also Driverless Elektromobilität war damals noch ein gutes Stück entfernt und auch die Rollouts waren noch etwas hemdsärmeliger, ähnlich wie wir es vorhin schon in der Präsentation von euren Kollegen gesehen haben. Nicht nur ich habe eine Vergangenheit in der Formula Student, auch die Firma Schaeffler ist schon seit längerem aktiv. Ich habe tatsächlich damals meine ersten selbst konstruierten Teile bei der Firma INA, mittlerweile Schaeffler, in die Lehrwerkstatt getragen zur Fertigung. Und wie wir hier sehen können, auch mit dem Team aus Karlsruhe haben wir bereits mindestens seit 2014, von da stammt nämlich das linke der beiden Bilder, wurde mir zugeflüstert, eine Partnerschaft. Ich weiß gar nicht, ob es schon noch länger ist, aber mindestens mal die 10. gemeinsame Saison haben wir bereits. Und ich habe jetzt eigentlich im Wesentlichen 2 Botschaften, die ich kurz anbringen möchte. Das eine, das knüpft so ein bisschen an den Vortrag, den wir vorhin gehört haben. Was ist denn eigentlich Formula Student oder auch was ist Motorsport? Ich war danach noch ein paar Jahre auch im Motorsport tätig. Das ist im Prinzip sehr, sehr ähnlich von dem, was dahinter steht, von den Aufgaben, aber auch von dem Teams und dem Teamgefüge. Und möchte da kurz darauf eingehen. Es ist natürlich, die meisten von euch werden das kennen, es ist in erster Linie mal die Leidenschaft für etwas, man muss dafür brennen, weil sonst würde man sich die Nächte nicht um die Ohren schlagen. Es ist aber vor allen Dingen auch das immer weitere Verschieben des technisch Möglichen. Man muss die Grenzen immer wieder neu herausfordern und verschieben. Es ist harte Arbeit, es sind viele Rückschläge, es sind dann aber hoffentlich am Ende auch einige Erfolge zu feiern, die dann umso mehr ausgekostet werden. Und was mir ganz besonders wichtig ist, ich habe es ganz unten auch nochmal hervorgehoben, am Ende ist es das Team und die Leute, mit denen man hier zusammen schafft. Und auch ihr aus dem aktiven Team werdet da irgendwann darauf zurückblicken und werdet feststellen, was daraus für Freundschaften entwachsen. Das macht das Ganze eigentlich so besonders. Und was könnte das besser untermauern als noch ein paar bewegte Bilder? Von daher habe ich noch einen kurzen Film mitgebracht, warum wir bei Schaeffler auch uns in der Formula Student und vor allen Dingen auch im Motorsport engagieren. Film ab. What is racing? For us, sure, it's the competition, the adrenaline, that heart beating super fast when the lights go green. Because we're racing for a reason, heading for new shores, and taking one of the best racing series in the world to an electrifying level. Shifting the soundtrack from roaring to
supersonic and steering directly into the future, quite literally, with our space drive system. Because only those who go their own way cannot be overtaken. We committed to electric racing right from the start. In Formula E, we accomplished 2 titles, 14 victories, and countless innovations. Success that serves us as expertise in a new era of DTM. Raising our game from supplying systems to developing an all-new vehicle, from scratch to revolution. A base for all competitors, featuring our latest spec electric drivetrain, and pioneering the sport. On track and in our headquarters, improving our lap times and accelerating change with racing speed for tomorrow's street cars, sustainable and green. Leading the way, joining forces with our partners, and shaping the future of motorsport, one day ahead of schedule. With never-ending willpower, creating a platform that's gonna be spectacular, vigorous, like never seen before. With fascinating technology, with lightning-fast charging pit stops, with more than 1,000 horsepower, and the very best drivers taming the beasts, competing on the edge. It's time to rethink racing. Ja, und damit verbleibt mir eigentlich nur ein Angebot, eine Einladung auszusprechen an jeden von hier, der nach seiner Zeit in der Formula Student auf der Suche ist nach einem Praktikum, nach einer Abschlussarbeit oder auch nach einer Festanstellung. Schaut gerne bei uns vorbei. Wir haben viele spannende Möglichkeiten im Bereich der E-Mobilität, im Bereich innovativer Chassissysteme, von Hybridmodulen bis hin zu High-Performance-E-Antrieben für kommende Sportwagen. Da ist für jeden was dabei. Und ich muss auch persönlich sagen, ich habe in meiner beruflichen Vergangenheit immer sehr gerne viele junge Studenten direkt von der Universität eingestellt, habe da nur hervorragende Erfahrungen gemacht. Insofern, ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen wiedersehe in der Form. Und falls nicht da, dann hoffentlich im August bei der Formula Student Germany, wo ich definitiv auch vor Ort sein werde. Ich drücke die Daumen, ich wünsche euch eine erfolgreiche Testphase und vor allen Dingen erfolgreiche Events dieses Jahr. Und ja, wir sehen uns spätestens am Hockenheimring. Dankeschön. Danke auch dir und guten Durst, gell? So, danke Daniel. Du hast es gerade eben schon angesprochen, was das Entscheidende in der Formula Student ist, nämlich das Team. Bis jetzt haben wir Ihnen viel darüber erzählt, was wir erreicht haben, was unser Verein macht. Aber wir haben uns noch nicht mit den Leuten beschäftigt, die hinter dem Verein stehen und ihn dazu machen, was er ist. Um Ihnen hier ein paar persönliche Einblicke zu geben, bitte ich jetzt 2 ehemalige bzw. immer noch aktive Mitglieder auf die Bühne. Helena und Andy. Helena. Hi. Hi. Du warst im letzten Jahr in unserem Operations and Statics Team. Das klingt jetzt für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen abstrakt. Was kann man sich darunter denn vorstellen? Vielleicht ein bisschen besser zu erklären, dieses Operations and Statics war unser damals Marketing-Team. Vielleicht kann sich jemand schon darunter was vorstellen. Wir haben als Hauptaufgabe diese Merches, die wir immer tragen, diese Hoodies, Sweaters, Polos, die beim KIT ziemlich bekannt sind und beliebt. Aber außer das machen wir auch diese ganze
ganz außer Auftritt von Car Racing. Dazu zählt klar unsere Social Media, wie jeder kennt, den Instagram, Facebook, LinkedIn, aber nicht nur. Wir haben auch diesen Newsletter, die unseren Sponsoren bestimmt bekannt ist. Das ist auch von Operations and Statics gemacht, sowie die sogenannte Event Orga, weil wir stehen sehr oft hier am KIT, das ist sehr bekannt, vor der Mensa oder den Tag der offenen Tür, Weihnachtsfeier und klar dann den Rollout, das ist unser Hauptevent. Und das sind so generell, was wir am meisten machen. Es gibt noch einen sehr wichtigen Punkt, das ist diese Sponsorenbetreuung, aber leider waren wir in den letzten paar Jahren nicht fähig, das nur in Ops zu übernehmen, weil wir leider immer so wenig Mitglieder sind. Deswegen haben wir das in ein ganzes Team aufgeteilt. Okay, interessant. In eurem Namen steckt ja schon das Wort Statics. Und wir kamen ja vorhin schon mal kurz mit Luca und Bach auf die Statics zu sprechen. Sie haben so grob erklärt, um was es da geht. Aber ich nehme mal an, ihr habt das auch vorbereitet, oder? Ja, wir sind für Businessplan und Cost Report verantwortlich. Design lassen wir dann für die anderen Subteams, da ist ein bisschen mehr Technik drin. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe keinen Businessplan gemacht, deswegen habe ich mit meinem Kollegen telefoniert, damit ich ein bisschen eine Idee habe, was man da macht. Und er hat mir so ein bisschen erklärt. Businessplan, da muss man so eine Idee erstellen. Du hast dein Auto, du kannst dein ganzes Auto nehmen oder ein feines Bauteil und von diesem Bauteil gehst du dann aus. Und du musst irgendwie so eine Firma gründen und dann vor die Jerseys versuchen, dass die in deine Firma investieren. Das ist die Hauptaufgabe von Businessplan. Ich habe ihm auch extra gefragt, warum er Businessplan empfehlen würde an jede, die hier ist. Er hat gemeint, dass ganz wichtig ist, bei Businessplan, man hat immer noch neben diesem technisch Denken, diese unternehmerisch Denken. Und das hat man beim Design nicht zum Beispiel. Im Businessplan kann man die beide zusammensetzen, weil es ist wie du ein Startup gründest. Und dann musst du alles selber machen. Du musst dann diese Finanzen von Firmen erstellen und was auch ganz wichtig bei Businessplan ist, du hast nur 10 Folien, die du dir vorstellen darfst, aber diese Brainstorming, die vorher da ist. Du musst immer überlegen, was können sie fragen, was werden sie dich fragen und dafür Backup-Folien zu haben. Und dann hat er gemeint, das ist, was ihm am meisten Spaß gemacht hat, diese was kann kommen, diese Vorbereitung. Und auch wenn man davon steht, hat er gemeint, er hat so eine blöde Frage bekommen über ein Bauteil. Und dann hat er gemeint, weil er konnte nicht antworten, es tut mir leid, ich habe eine Geheimniserklärung unterschrieben und ich darf nichts sagen. Und dafür hat er keinen Punktabzug bekommen und das funktioniert so. Im Businessplan muss man einfach improvisieren und frei sein. Danke. Das klingt auch auf jeden Fall interessant. Ja, zum Cost Report kann ich ein bisschen mehr sagen, weil Cost Report durfte ich letztes Jahr als Hauptverantwortung mit meinem Kollegen Bastian machen. Und Cost Report besteht grundsätzlich auf 3 Teilen. Den BOM, das ist die Bill of Materials, C-BOM und D-BOM. In diese BOM muss man alle Bauteile von Auto schreiben, mit Preis, aber nicht detailliert. Deswegen gibt es dann dieses D-BOM, da muss man richtig alles rein, was im Auto ist. Und ich nehme zum Beispiel den Mono als Beispiel, den Monocoque. Wenn man ein Detail von Monocoque macht, muss man sagen, wie viel Carbon man gebraucht hat, wie viel Meter, was für eine Art von Carbon war, was für Kleber, wie viel und das muss alles Detail sein. Und noch dazu gibt die C-BOM, das wird dann andere Bauteile von Autos gesucht, wie zum Beispiel Fahrwerk und das ist genauso wie die Detailteil, aber dann noch mit zum Beispiel, wenn wir was fressen, brauchen wir eine 3- oder eine 5-Achse, ist ein von uns oder ein Mitarbeiter, weil dann hat das auch verschiedene Kosten. Und das muss alles in Betracht genommen werden. Um nochmal auf ein bisschen anderes Thema zu kommen.
Rennsport ist ja eher als eine männerdominierte Domäne bekannt. Wie war es für dich, bei Car Racing anzufangen? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das stimmt, dass Rennsport ein männlicher Sport ist und leider ist die Frauenquote am Car Racing noch nicht so hoch, aber wir müssen auch betrachten, dass Karlsruhe ist keine Stadt für Frauen oder es gibt nicht so viele Frauen, deswegen ist unser Code schon ziemlich gut. Wenn man mit anderen Hochschulgruppen vergleicht, sind wir schon gut dabei. Aber klar, es ist immer so diese, oh, eine Frau, was machen Sie da? Und jeder geht davon aus, sie machen Marketing. Das ist auch so was, dass immer auf Events, machst du Marketing? Und wenn es kommt, nee, ich mache was anderes. Oh, wie? Ja, das ist immer so ganz lustig. Aber ich kann es nur empfehlen. Es war klar, andere Erfahrung, aber es ist auch gut, weil in dieser Welt von Ingenieuren, da sind sowieso fast nur Männer. Und Car Racing ist schon so ein guter Einstieg, wo du sehen kannst, was dich erwartet. Du hast gerade eben schon mal deine Erfahrungen angesprochen, die du hier gemacht hast. Du bist ja aktuell kein aktives Mitglied mehr. Was würdest du jetzt, wenn du mal auf deine Zeit zurückblickst bei Car Racing, sagen, woraus hast du am meisten mitgenommen und was hast du gelernt? Ja, man konnte direkt denken, dass es nur eine Antwort gibt, aber für die Frage habe ich 2 verschiedene Antworten. Was ich mitgenommen habe, dafür werde ich nur ganz kurz was erzählen. Ich habe ursprünglich nicht in Marketing angefangen, ich habe in Elektronik und wie vielleicht unsere Sponsoren schon kennen, Elektronik, wir haben einen extra Raum so für uns und wir sind ein bisschen außerhalb von den anderen. Und dann im April kam der Rollout und ja, ich war dann die Hauptverantwortliche für Rollout und musste die Elektronik leider verlassen. Und als ich in den Großbüro kam, da hat keiner meinen Namen gekannt, oder so gut wie keiner, weil ich immer so schüchtern war und diese Angsthase, muss ich auch zugeben. Und dann, als ich da war, war für mich sehr, sehr schwierig. Und zum Glück hatte ich auch ein paar gute Freunde, die mich immer geschützt haben und unterstützt haben. Und einmal, kurz vor Rollout, haben wir gegrillt. Und kam zum Thema, ich habe auch die gleiche Frage jemandem erstellt, so ein sehr guter Freund von mir, was hast du von Car Racing mitgenommen? Und ich will seine Antwort nicht glauben, aber der hat gemeint, die Menschen. Und damals habe ich das nicht verstanden, weil mir komplett unbekannt war, dass man so Freunde mitnehmen kann. Und heute kann ich versichern, dass was ich mitgenommen habe, sind wirklich die Menschen, weil meine beste Freundin hier in Karlsruhe habe ich von Car Racing mitgenommen und dafür bin ich sehr dankbar. Und auch wenn man das sich nicht vorstellen kann, es ist wirklich so. Danke dir, cool. Zu die andere Teil von Frage es ist was ganz Triviales und ich denke, jeder wird denken, okay, das ist ganz normal. Was ich gelernt habe, ist, wenn man nicht fragt, hat man immer ein Nein als Antwort. Und wenn ich jetzt jeder hier frage, wie oft habt ihr jemand was nichts gefragt, weil ihr Angst habt, dass die Antwort Nein ist, oder weil ihr gedacht habt, okay, es ist ein Nein. Und ich kann mit Sicherheit sagen, beim Car Racing habe ich gelernt, es ist nicht immer so. Ich habe mich richtig überrascht, weil ich habe immer gedacht, es kommt ein Nein als Antwort und ich habe mehr Ja's als Nein bekommen. Und auch wenn es trivial ist, es ist wirklich, was ich gelernt habe. Ja, Andy, kommen wir zu dir. Du bist jetzt in deiner zweiten Saison bei Car Racing, wieder im Team Monocoque, diesmal als Teamleitung. Kannst du uns vielleicht kurz mal erklären, was ihr da im Monocoque so macht? Ja, genau. Das Monocoque ist das Chassis-Komponent, die wir selber bauen aus Carbon. Wir fangen an mit der Designphase, dann haben wir eine Simulationphase. Ich habe letzte Saison mit der Fertigung geholfen und dann FRM-Simulation gelernt. Und FRM-Simulation für uns ist ein sehr wichtiger Prozess, weil wir müssen einfach kümmern, dass der Fahrer sicher im Auto ist.
Dann haben wir danach eine Test- und Validierungsphase, um zu wissen, dass wir genau gefertigt haben. Ja. Ja, genau, vielleicht nochmal zum Verständnis. Das Monocoque, das ist dieses große schwarze Teil aus Carbon, was vorhin auch im Foyer ausgestellt war. Da vielleicht die Verbindung. Ja, also einfach das Monocoque ist das Mitte und alle Fahrwerk, RS-Komponente und aerodynamische Teile sind draufgeklebt oder einfach drauf. Ja, Andy, wir haben mal nachgeschaut. Unser aktuelles Team, das KIT 23, kommt aus einer rekordverdächtigen Anzahl an 25 Nationen von wirklich überall auf der Welt. Dein Subteam des Monocoque ist dabei mit 10 Nationen Spitzenreiter als das internationalste Subteam. Bei so vielen Kulturen und Sprachen, wie funktioniert da die Kommunikation? Kommt es da vielleicht manchmal zu Missverständnis oder so? Nein. Ja, ich finde es so einfach, wenn jemand kein Deutsch sprechen kann, reden wir alle einfach auf Englisch. Ich komme selber nicht aus Deutschland und ja, ich finde es so interessant, Leute von verschiedenen Kulturen kennenzulernen und mitzuarbeiten. Das macht einfach viel Spaß und eine entspannende Arbeitsatmosphäre. Ja, finde ich auch. Und vielleicht, wenn man bei uns, kann man sich noch mal ein bisschen vorstellen, wenn man bei uns ins Büro reinkommt, selbst gerade als Deutsch-Muttersprachler, dann so viele verschiedene Sprachen zu hören, von Spanisch über Englisch bis hin zu Chinesisch, ist fast wie so ein kostenloser Sprachkurs. Ja, Andy, abschließend vielleicht noch die Frage, du hast jetzt 2 Saisons bei Car Racing gemacht. Was war für dich da die Hauptmotivation, dem Projekt noch eine 2. Saison hinten dran zu hängen? Ja, zuerst, ich habe viel Bock auf Motorsport und alle so Autos und Rennen. Aber die Hauptgrund hinter meiner Entscheidung, eine 2. Saison zu machen, war, dass ich nicht das Team verlassen wollte, bevor das Auto komplett fertig ist. So, ich habe eine 2. Saison gemacht als Teamleitung, um das Mono fertig zu fertigen und alle Komponenten und die Simulation, die wir letzte Saison gemacht haben, zu validieren und zu testen. Ja, vielen Dank dir und vielen Dank dir, Helena, für eure Einblicke. Dankeschön. Ja, Jonas, was meinst du? Ich sehe da auf jeden Fall einige sehr gespannte Gesichter hier im Publikum. Sollen wir die Karre aus dem Sack lassen? Das klingt gut, jawohl. In der Familie KIT 23. Ja, vielen Dank euch beiden. Nochmal zur Referenz, das sind nicht 2 irgendwelche Leute, die jetzt hier dazu verdammt wurden, die Folie runterzuziehen. Das sind unsere beiden Teamleiter, die die Grundsteine für unsere Entwicklung legen und immer sagen, wo es lang geht. Also ich denke für die auch einmal einen Riesenapplaus bitte.
Ja, das ist jetzt also unser KIT 23, unser Fahrzeug, mit dem wir eine neue Ära für den Verein Car Racing einläuten. Die kommenden Minuten möchten wir nutzen, um Ihnen ein paar Technikeinblicke in unser neues Fahrzeug zu geben, damit Ihnen nicht das passiert, was mir neulich im Bekanntenkreis passiert ist, als nämlich die Frage aufkam, ob der Heckflügel nicht eigentlich der Sitzplatz des Beifahrers sei. Beginnen wir mit unserem elektrischen Antriebsstrang. Zu unserem elektrischen Antriebsstrang gehören die Motoren, Leistungselektronik, Batterie, Kühlung, Getriebe und noch einige weitere Kleinigkeiten. Inzwischen fertigen wir sowohl unsere Motoren als auch unsere Leistungselektronik in kompletter Eigenregie. Damit sind wir eines von nur wenigen Formula Student Teams, die diese Komponenten komplett selbst entwickelt und fertigt. Mit dieser Kombination bringen wir es auf eine Leistung von 100 Kilowatt im Fahrzeug und können 1200 Newtonmeter Drehmoment am Rad aufbringen. Zusätzlich dazu fertigen wir auch unsere 600 Volt Batterie 5% Gewicht einsparen. Das mag für den einen oder anderen jetzt nicht nach viel klingen, aber wir sind immerhin im Rennsport tätig und da kommt es wirklich auf jedes Gramm an. Deshalb werden sich die 5% auf jeden Fall in unserer Performance bemerkbar machen. Insgesamt kommen wir so auf ein Leistungsgewicht von 0,51 Kilowatt pro Kilogramm. Nur mal zum Vergleich. Ein Elektro-Porsche Taycan Turbo S, die Speerspitze der deutschen Elektromobilität oder sogar der gesamten Elektromobilität, hat nur ein circa halb so gutes Leistungsgewicht wie unser Fahrzeug. Eins zu viel, sorry. Eine große Neuentwicklung dieses Jahr finden wir bei uns in der Elektronik. Genauer gesagt, der Lachs. Der Lachs, das hört sich vielleicht jetzt komisch an, steht bei uns nicht für den Fisch, sondern für, Achtung, Lithium-Ionen, Akkumulator, Controlling und Handling System. Also unser Batteriemanagementsystem. Dieses System überwacht die Temperaturen und Spannungen der 280 Zellen unserer HV-Batterie, um so diese vor Beschädigung zu schützen, aber noch viel wichtiger, um so zu jedem Zeitpunkt die Sicherheit des Fahrers zu gewährleisten. Wir sind froh, mit der diesjährigen Neuentwicklung des Lachs einen Riesenschritt zu gehen. Die neue Systemtopologie dieses ermöglicht uns eine erhöhte Zuverlässigkeit bei gleichbleibend hoher Performance. Aufgrund der Kombination des Driverless mit dem Electric waren zudem einige Neuanpassungen in der Elektronik nötig. So wurde beispielsweise die Niederspannungsebene von 16 auf 48 Volt angehoben, um genug Spannung für den Lenkmotor bereitzustellen. Zudem sind nun in unserem KIT 23 erstmals über 100 Sensoren im Auto verbaut, die uns live mit Daten über den Fahrzeugzustand versorgen können und uns so einen detaillierten Ausblick über den Fahrzeugzustand liefern. Ja, weitere neue Entwicklungen finden wir bei uns im Fahrwerk, beim Federdämpfersystem. Statt einer Einzelradaufhängung mit integriertem Stabilisator oder einem gekoppelten Hubwanksystem, wie das die meisten anderen Formula Student Teams fahren, haben wir unser eigenentwickeltes T-Lever-System mit an Bord. Dieses System vereint die Vorteile der beiden anderen Systeme und ermöglicht es uns, zu jedem Zeitpunkt unser Fahrzeug perfekt zu dämpfen. Eine weitere Riesenneuentwicklung dieses Jahr ist das sogenannte Emergency Brake System, kurz EBS. Dieses System ermöglicht es uns, im Notfall unser autonomes Fahrzeug von außen zum Stillstand zu bringen. Durch ein revolutionär neues Design ist es uns gelungen, das Gewicht dieses Systems um 20% zu reduzieren. Um die 50 Bar Bremsdruck letztlich dann in den Radnamen aufbringen zu können, haben wir seit der Einführung des Radnamenkonzepts 3D-gedruckte, aus einem hochleistungslegierten Aluminium und topologieoptimierte Bremssättel mit an Bord. Diese werden uns auch dieses Jahr wieder helfen, möglichst viel Gewicht und Platz zu sparen, um so die maximale Performance aus unserem Auto rausholen zu können.
Ja, für die Technikbegeisterten unter Ihnen haben wir jetzt zum Abschluss nochmal 2 große Neuentwicklungen der letzten Jahre mitgebracht. Hierfür bitte ich als erstes Simon Enderle auf die Bühne, um uns etwas über das Lenkgetriebe zu erzählen. So, einen guten Abend auch von meiner Seite. Genau, ich werde jetzt mit dem ersten von 2 kurzen Tech Talks starten. Es wird um die Lenkung gehen. Ich war 2022 für die Entwicklung der Lenkung, des Lenkgetriebes und allen Komponenten, die dazugehören, zuständig und werde jetzt ein bisschen auf die Fragen eingehen, wie baut man eine Lenkung, die sowohl manuell als auch autonom gefahren werden kann. Warum machen wir das überhaupt selber? Warum entwickeln wir das selber? Was gehört da dazu? Und so weiter. Und ich würde sagen, damit legen wir einmal direkt los. So, das, was Sie da sehen, das ist ein Schema und das Schema, das finden Sie sehr wahrscheinlich, wenn Sie nach Lenkung googeln. Und das ist auch gut so, weil das Schema ziemlich gut verdeutlicht, wie eine Lenkung grundsätzlich funktioniert, eine Zahnstangenlenkung. Wir sehen, klar, wir haben oben unser Lenkrad, da können wir fröhlich hin und her lenken und dann geht das runter über eine Lenksäule zu einem Zahnrad und das Zahnrad, das nennt man auch Ritzel und dieses Ritzel, das greift in eine Zahnstange ein. Das heißt, hier wird die Drehbewegung des Lenkrades in eine Vor-Zurück-Bewegung, also Rotation in Translation, Bewegung umgewandelt und das geht über Spurstangen zu den Rädern. Ja, das ist der Teil, den Sie, wenn Sie manuell lenken, benutzen. Jetzt, da ist es, jetzt haben wir natürlich eine, sage ich mal, Hightech-Lenkung und man sieht das nicht direkt, aber diese Grundkomponenten sind bei uns auch verbaut. Und da würde ich einmal gern kurz drüber gehen. Wir sehen da oben, da gibt es einen blauen Adapter, da kommt das Lenkrad drauf, dann haben wir diese dreigeteilte Lenksäule, die nach unten geht und unten gibt es dann wieder unser Ritzel und die Zahnstange, die können wir nicht sehen, weil da gerade noch ein Gehäuse drumherum ist, das befindet sich an dieser Stelle. Und jetzt ist die spannende Frage, was ist eigentlich die große Neuentwicklung und was ist der Teil, den man zum autonomen Fahren braucht? Und dafür zoomen wir einmal ein bisschen rein. Was sehen wir da? Wir sehen wieder unser Lenkgetriebe, nämlich die Zahnstange und die Ritzelwelle. Und wir sehen auch, dass wir einen Elektromotor und ein Planetengetriebe dazu geschaltet haben. Das ist der Teil, der aktiv wird, wenn kein Fahrer drin sitzt, sondern wenn die Lenkung von alleine funktionieren muss. Und die Frage, warum haben wir jetzt das Getriebe selber entwickelt? Im letzten Jahr haben wir das nicht, da haben wir das Getriebe einfach zugekauft und hatten sehr viel weniger Arbeit. Und um das zu verstehen, gehen wir einen Schritt zurück, nämlich zu unserem letztjährigen Driverless-Fahrzeug und überlegen uns, was passiert, wenn wir den Motor und das Getriebe kaufen, das mit der Ritzelwelle verbinden und oben fröhlich lenken. Wir stellen uns vor, ich sitze im Auto, lenke am Lenkrad und merke, das geht ganz schön schwer. Warum geht das schwer? Es geht schwer, weil sich alle Komponenten mitdrehen, die mit der Ritzelwelle verbunden sind. Das heißt, die Zahnräder im Getriebe drehen sich und der Elektromotor dreht sich auch passiv mit. Das heißt, ich lenke gegen die Trägheit von Getriebe und Motor und das geht sehr schwer. Das heißt, wenn wir jetzt konkurrenzfähig manuell fahren wollen, dann brauchen wir irgendeine Form von Kupplung, mit der wir das Getriebe und den Motor abkuppeln können, um eine leichtgängige Lenkung zu haben. Und deshalb haben wir das Getriebe selbst entwickelt, also das Planetengetriebe, natürlich alle anderen Teile auch, aber das ist der neue Teil. Jetzt, was ist diese Kupplung, die wir da integriert haben? Da zoomen wir noch einmal ein bisschen genauer rein. So, wir kennen wieder, klar, Ritzelwelle, Zahnstange ist immer noch da, alles ganz normal. Die Gehäuse sind jetzt alle weg und wir sehen die 2 Stufen des Planetengetriebes.
Und da möchte ich gerne ein bisschen näher drauf eingehen. Ein Planetengetriebe hat grundsätzlich 3 Komponenten. Es gibt ein Sonnenrad, es gibt ein sogenanntes Hohlrad und es gibt einen Planetenträger mit Planetenrädern. Und normalerweise bauen wir unsere Planetengetriebe so, dass sich 2 Elemente bewegen können. Das ist einmal das Sonnenrad und der Planetenträger. Und ein Element, das steht, das ist das Hohlrad, das wird normalerweise festgehalten. Und dann haben wir einen Kraftfluss nach oben durch. Jetzt, was passiert, wenn ich das Hohlrad drehbar lager? Dann hat mein Getriebe eigentlich einen Freiheitsgrad zu viel. Und das haben wir ausgenutzt und als Kupplung umfunktioniert. Das heißt, wir sehen da drüben, da gibt es einen Bolzen und der steckt im Hohlrad der 2. Stufe. Das heißt, Bolzen arretiert das Hohlrad und das Hohlrad kann sich nicht drehen. Jetzt haben wir unser, in Anführungszeichen, normales Getriebe. Wir können autonom fahren. Der Elektromotor dreht sich, die Lenkung dreht sich, die Ritzelwelle dreht sich. Es funktioniert alles wie gehabt. Wir ziehen den Bolzen raus. Das Hohlrad kann sich drehen. Wir haben einen Freiheitsgrad zu viel. Ich drehe am Lenkrad und die Drehung der Ritzelwelle wird nicht weiter nach unten zum Getriebe und dem Elektromotor weitergeleitet und der Motor, der bleibt einfach stehen. Die Trägheit spielt keine Rolle. Das ist der mechanische Hintergrund unserer neuen Lenkung und ich hoffe, da einen guten Einblick in kurzer Zeit geben zu können. Danke. Genau, wenn Sie sich dafür interessieren, was da dahinter steckt, die Ideen und die Entwicklungsarbeit, sprechen Sie mich gerne nachher drauf an. Es gibt zum Beispiel bei uns im Verein selbstgeschriebene MATLAB Simulink-Simulation, in der wir den ganzen Lenkantriebsstrang durchsimulieren können und ganz, ganz viel berechnen. Zum Beispiel die Getriebeübersetzung, wann ist unser System am dynamischsten, mit welchem Motor, mit welchem Getriebe, mit welchen Zahnrädern und so weiter. Sprechen Sie mich gern drauf an. Wir haben im Nachhinein bestimmt Zeit, um darüber ausführlich zu reden. In diesem Sinne, bis später und vielen Dank. Die letzten Minuten unseres Abends hier möchten wir noch dem Driverless-Teil unseres Autos widmen. Aber wie funktioniert das Ganze eigentlich? Wenn wir manuell fahren, ist das klar. Der Fahrer sieht mit seinen Augen die Straße oder in unserem Fall die Rennstrecke. Sein Gehirn verarbeitet die Daten und sendet Signale an seine Muskeln, die beispielsweise die Lenkung oder die Pedale betätigen. Wenn der Fahrer wegfällt, fällt das natürlich auch alles weg und muss ersetzt werden. Die Muskeln, das ist noch das kleinste Problem. Dafür haben wir Motoren wie im eben angesprochenen Lenkgetriebe. Das Gehirn ersetzen wir durch einen leistungsfähigen Computer, den wir in unserem Auto verbauen. Und die Augen ersetzen wir durch einen LiDAR-Sensor, der mit Hilfe von Laserstrahlen seine Umgebung scannt und uns so ein Bild liefern kann. Aber schauen wir doch einfach mal selbst, was unser Auto jetzt gerade sieht. Ja, Sie können hier, denke ich, schon... Ja, ich denke, Sie können hier grundlegend erahnen, wo wir sind. Die Person, die sich bewegt, bin ich. Und wenn Sie einfach mal winken, vielleicht können Sie sich ja selber sehen. Mit diesen Daten, die wir dann von unserem Sensor erhalten, wird bei uns etwas Einzigartiges angestellt, das unser Engineered Excitement verkörpert. Um Ihnen hierzu noch ein paar detailliertere Einblicke zu geben, bitte ich jetzt Flonia aus unserem autonomen System auf die Bühne. Sie ist aktuell mit der Entwicklung unserer adaptiven Geschwindigkeitsplanung betraut. Hallo, ich bin Flonia und ich bin verantwortlich für die Geschwindigkeitsplanung im autonomen System SAPTIM. In
Unserem Subteam, wir verwenden einen adaptiven Geschwindigkeitsplanungs-Software-Modul. Das bedeutet, dass unser Fahrzeug hat die Fähigkeit, die Strecke kennenzulernen und seine Geschwindigkeit dementsprechend anzupassen, bis sein Optimum erreicht wird. Das Ziel davon ist, immer mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit zu fahren, die das Fahrzeug erlaubt. Wie funktioniert das? Zuerst wird der Pfad in sinnvolle Abschnitte geteilt, wo jeder Abschnitt aus einer Kurve mit konstantem Radius besteht. Dann wird jedem Abschnitt ein Stabilitätswert zugeordnet. Diese Stabilitätswerte berechnen wir aus einer Stabilitätseinschätzung. Das erfolgt durch 3 Hauptkriterien. Und einmal den Schräglaufwinkel, das ist der Winkel zwischen der Fahrtrichtung und der Radposition. Dann den Pfadfehler, das ist die Abweichung von dem berechneten Pfad, also die Entfernung von der aktuellen Position des Fahrzeuges und der Sollposition des Fahrzeuges. Und am Ende den Orientierungsfehler, damit ist wieder die Abweichung von dem erwünschten Orientierungswert gemeint. Aus all diesen Kriterien errechnet sich ein Wert und je größer dieses Wert, desto instabiler fahren wir, je kleiner, desto stabiler. Wenn das Fahrzeug durch einen Abschnitt fährt, versuchen unsere Sensoren, so viel wie möglich Daten zu sammeln über den Zustand des Fahrzeuges in diesem Abschnitt. Und dann machen wir eine Stabilitätseinschätzung davon. Und falls es bestätigt wird, dass dieser Abschnitt stabil gefahren wurde, dann erhöhen wir die Geschwindigkeit bei der nächsten Runde bei diesem genauen Abschnitt. Falls der Zustand des Fahrzeuges sich die Stabilitätsgrenzen annähert oder die sogar überschreitet, dann kann man schlussfolgern, dass dieser Abschnitt instabil gefahren wurde. Deswegen erniedrigen wir die Geschwindigkeit bei der nächsten Runde für diesen Abschnitt. Dieses Algorithmus wird dann für jeden Abschnitt angewendet und für jede Runde wiederholt, sodass idealerweise man gegen die maximal mögliche Geschwindigkeit konvergiert. In diesem Grafik hier ist der Unterschied zwischen der adaptiven und nicht adaptiven Geschwindigkeitsplanung dargestellt. Auf der X-Achse ist die Anzahl von Runden zu sehen und auf der Y-Achse die Rundezeiten. Alle diese Daten entstehen aus einem Track-Drive-Testfahrt mit 10 Runden. Die adaptive Geschwindigkeitsplanung ist in Gelb abgebildet und die nicht adaptive Geschwindigkeitsplanung in Schwarz. Bei dem nicht adaptiven Modul ist kaum Unterschied zu sehen zwischen den Rundezeiten, abgesehen von der ersten und zweiten Runde, aber das liegt hauptsächlich daran, dass die erste Runde vorsichtiger gefahren wird, bevor man die vollständige Strecke kennt. Mittlerweile bei der adaptiven Geschwindigkeitsplanung wird der Fahrzeug immer schneller und bei der letzten Runde konvergiert die Zeit gegen 9,7 Sekunden. Und das ergibt eine durchschnittliche Rundezeit von 10 Sekunden für den adaptiven Modul und 10,75 für den nicht adaptiven Modul. In diesem Fall eine 7% Verbesserung. In diesem Grafik hier sind die 3 besten Teams aus dem Track Drive Formula Student East Event dargestellt. Da hat unser Team gewonnen mit einer durchschnittlichen Rundezeit von 14,7 Sekunden. Das war 40% besser als das zweitplatzierte Team und auf die gesamte Zeit bezogen 1,5 Minuten schneller als das drittplatzierte Team. In diesem Event wurde die adaptive Geschwindigkeitsplanung zum ersten Mal erfolgreich umgesetzt und wir hoffen, diesen Softwaremodul weiterentwickeln und verbessern zu können. Falls es Leute gibt, die Interesse an maschinelles Lernen oder Griffigkeitseinschätzung haben und wie wir diese Sachen auf unserem Software implementiert haben, ich stehe nach der Präsentation gerne für Fragen zur Verfügung und ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Sie haben vielleicht gerade schon von draußen die kleine Geräuschkulisse mitbekommen. Das ist eine kleine Überraschung, auf die Sie sich schon freuen können, aber dazu nach unserem Vortrag. So.
Wir haben jetzt viele interessante technische Einblicke bekommen, aber ich glaube, die meisten von Ihnen sind gar nicht mal unbedingt wegen der Technik hier, sondern eher wegen den Menschen, die hinter dem Team stehen. Deshalb bitte ich jetzt auch das Team, das das Ganze hier erst möglich gemacht hat, auf die Bühne. Einen großen Applaus für das Team des KIT 23. Da unser Fahrzeug über 2 Saisons hinweg entwickelt wurde, waren natürlich nicht nur wir an der Entwicklung beteiligt. Deshalb bitte ich jetzt auch noch alle Mitglieder aus der Saison 2022, die heute mit dabei sind, auf die Bühne, um sich ihren verdienten Applaus abzuholen. Ich hoffe, es sind noch ein paar da. Einer. Ich hoffe, wir konnten viele von euch für unser Projekt begeistern. Und falls ihr, die Studis, jetzt direkt Lust bekommen habt, bei uns mitzumachen, bewerbt euch gerne. Ihr könnt einfach den QR-Code hier einscannen oder euch auf unsere Website klicken. Diejenigen, die noch ein bisschen am Überlegen sind, für die haben wir am 11.05. noch einen Infoabend und direkt tags drauf noch einen Campus Ost-Tag, an dem ihr uns am Campus Ost besuchen kommen könnt, unsere Autos vielleicht auch mal fahren sehen könnt und in unsere Werkstätten schauen könnt. Schaut gerne vorbei und für weitere Infos zu diesen Events und um allgemein auf dem Laufenden zu bleiben, folgt uns auch gerne auf Instagram unter KR Racing. Ja, abschließend möchten wir nochmal ein großes Dankeschön an das KIT und unsere Sponsoren richten. Wir bedanken uns für den Austausch und freuen uns auf eine neue Saison mit Ihnen. Ein ebenso großes Dankeschön geht natürlich auch an alle Unterstützer des heutigen Rollouts. Besonders die Technik AG, die durch ihr ganzes Engagement den heutigen Abend erst möglich macht. Besonders herausstellen möchte ich hier nochmal die Firma Schaeffler, die als Hauptsponsor den heutigen Abend natürlich auch in gewisser Weise mitträgt. Einen großen Applaus nochmal bitte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war der Rollout 2023. Wir hoffen, dass Sie aus diesem Hörsaal gehen und verstehen, wieso wir so viel Zeit und Leidenschaft in unser Projekt investieren. Wir haben auf jeden Fall unser Warum bin ich bei Car Racing gefunden. An die Studis da draußen, wir hoffen, dass ihr hier nächstes Jahr mit uns auf der Bühne stehen werdet.
Ja, Jonas, ich glaube, das meiste wurde jetzt gesagt. Eine Sache habe ich aber noch vergessen, denn der Abend ist noch nicht ganz vorbei. Während der Präsentation wurde nämlich vor dem Audimax, das was Jonas gerade schon angerissen hatte, was Sie draußen gehört haben, eine kleine Fahrvorführung vorbereitet, wo Sie ein paar unserer Eilfahrzeuge bestaunen dürfen. Ja, jetzt ist, glaube ich, wirklich alles gesagt und es gibt wirklich nur noch ein paar letzte Worte hinzuzufügen. Straße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1
Applaus